Guten Morgen, es ist kurz vor 6, die Sonne scheint schon und ich werde jetzt mal den Sonnenaufgang hier genießen. Anne ist jetzt auch wach und dann werden wir gleich mal zusammenpacken. Das Coole ist, dass alles trocken ist. Ja. Das macht es immer ein bisschen einfacher, gerade beim Zelt. Okay, wir starten jetzt in Tag 6. Bei mega schönem Wetter wie die ganzen letzten Tage auch. Ja. Aber heute sogar fast noch am schönsten, finde ich. Ja. Nicht zu warm heute, also wir können ja mal versuchen, auch nicht so viel zu schwitzen, weil wir im Shelter schlafen heute. Keine Dusche. Ich glaube, es gibt da einen Wasserhahn. Ein bisschen Katzenwäsche wird vielleicht möglich sein. Gute noch auswählen. Gute auswählen, ja. Und dann rollen wir jetzt vom Campingplatz. Bei uns stehen jetzt 111 Kilometer auf dem Plan. Leider keine Fährfahrt verflucht. Und jetzt steuern wir den ersten super coolen dänischen Bäcker an. In ein paar Tagen ist in Nyborg ja hier die Tour de France. Da ist jetzt ein kleiner Eiffelturm in Miniaturformat aufgestellt. Nyborg war im Tour de France Fieber. Die ganze Stadt war geschmückt und sogar die Bäckereiverkäuferin hatte ein Tour de France T-Shirt an. Jawohl, oh perfekt. Sieht das gut aus? Fahrräder natürlich abgeschlossen, perfekt von Anne gemacht. Cinnamon Roll und Coffee. Und weil er kein Schloss 100%ige Sicherheit bietet, möchte ich noch mal Werbung machen für den sehr umfangreichen Fahrrad- und E-Bike-Schutz von Helden.de. Der bietet weltweiten Diebstahlschutz, Unfall- und Pannenhilfe und sogar Verschleiß und Reparatur sind abgedeckt. Also geht mal auf Helden.de, checkt das aus. Ist alles online, jederzeit kündbar, keine Selbstbeteiligung und mit dem Code MADO9 spart ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Und falls du dir das nicht hast merken können, steht das alles nochmal in der Videobeschreibung. Werbung Ende. Was brauchst du? Zeige ich dir dann gleich. Okay. Kurzer Zwischenstopp. Jetzt weiß ich warum. 700 Höhenmeter hast du gesagt? Ja. Ja, okay. Da habe ich gedacht, nee, also wir fahren jetzt gleich wahrscheinlich in der Versorgungsengpasslage an Supermärkten. Hier. Okay. Das has to be in my, und wenn wir sie auch nicht essen. Hätte ich mir fast denken können, oder? Ja, mich jetzt gewundert, dass du nicht gedacht hast, hä? Kennt ihr auch dieses Sicherheitsgefühl, was einem eine Tüte Haribo verleihen kann? Wir haben wieder super Wetter. Wir haben richtig mega Cooles Wetter? Cooles Wetter, ja. Wir haben blitzeblauen Mega-Himmel. Tour de France. Tour de France. Schild hinter uns. Anna hat ein bisschen Darm, hat jetzt mal ein Medikament eingenommen. Kann halt auf so einer Reise auch mal passieren. Ne? Man ist vielleicht nicht so ganz gesund. Und ja, aber Medikamente dabei haben ist immer gut. Look it heißt geschlossen. Jo, so sieht's aus. Hier dürfte jetzt gleich eine Alpaka-Farm sein. Mal sehen, ob wir welche sehen. Ja, putzig. Schaut. Wie süß. Schenkel, Fleisch, Schinken sehe ich da. Honig. Wir haben hier einen schönen Spot gefunden. Da verpflegen wir uns mal. Sonnencreme, Vaseline auf den Hintern. Was macht man sonst noch so? Ja. Achtung Schulkinder, aber gerade sind ja Ferien. Ja, seit 2-3 Tagen geht es wieder so hügelig, ne? Wellig ist es, ne? Immer stetig rauf, runter. Ja. So könnte man Dänemark beschreiben. Hier ist ein schönes Schloss. Privat.
Was macht das Pferd da? Steht im Eingang. Wir fahren jetzt die nächsten 10 bis 15 Kilometer in Küstennähe. Dann kommt irgendwann Svendborg. Da waren wir am zweiten Tag schon mal. Jetzt an Tag 6, also 4 Tage später, kreuzen wir dann nochmal die alte Route. Und ja, der Plan ist, dass wir da uns mal ein Stündchen aufhalten, irgendwas essen, trinken. Sind ja heute relativ früh in der Zeit. Zu früh am Shelter ankommen müssen wir auch nicht. Ja, jetzt habe ich gerade auf die Uhr geschaut, 10:01 Uhr. 47 Kilometer schon. Wir liegen gut in der Zeit. Wie war das mit dem Nicht-Schwitzen? Wir müssen ein bisschen arbeiten. Die Route führt schön im Schatten auf Schotter nach Svendborg rein. Richtig gut. Svendborghafen. Die 3 Jungs haben ja irgendwie was, denkt sich auch Anne und schließt sich direkt an. Ich konnte Anne aber wieder einfangen. Ja, sieht doch gut aus, oder? Mhm. Ja. Und ich habe hier erst gedacht, wo ist denn jetzt, ist das nur pur, aber darunter ist noch Brot. Ja, und Pommes. Wir schaffen das hier. Guten Appetit. Vor 4 Tagen sind wir noch über die Brücke da. Jetzt fahren wir einfach nur drunter her und dann weiter geradeaus. Wir stehen jetzt hier beim Spar. Anne kauft sich nochmal eine Banane. Vielleicht hilft das ein bisschen. Boah, geht schon. Ja, es ist jetzt 11:45. Wir haben noch 55 Kilometer zu fahren. Wir können heute mal ein Nachmittagsschläfchen am Shelter machen, oder? Ja. Das sollte klappen. Die Sonne brennt, meine Wade glüht schon. Ja, und die Sonne brennt die ganze Zeit von hinten schräg links mir hier schön auf die Wade. Ja, ne, auf die Wade. Ja, das brennt schon. Und da wir halt die ganze Zeit so eine Rechtskurve fahren, wandert die Sonne ja genau mit. Also da fällt heute kein Schatten drauf. Schau mal, die Pferde. Ja, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Bonusmaterial. Mit der Zeit wurden wir da echt entspannt, haben uns einfach irgendwo eingecremt, egal ob es jemand sieht oder nicht. Ja, mit Vaseline haben wir uns dann bestimmt 3-mal am Tag eingecremt, immer wieder nachgelegt und hatten keine Probleme auf der Reise. Ja, tolle Tour schon, ne? Richtig Ja. cool. Was ist denn das? Eine Powerbanane. Okay. Hier extra in der Fließcouch. Ja. Die eiserne Reserve. Neben Und die Haribo, wir hatten noch gar keine Haribo. Ja, das kommt gleich noch. Ja. 42 Kilometer noch. Jo. Also ich freue mich jetzt schon auf den Shelter. Wir kämpfen uns hier durch Dänemarks hügelige oder wellige Landschaft. Ja, mit so viel Gepäck ist nicht gerade leicht.
Da sind wir deutlich schneller. Mit 10 Kilo Gepäck nur. Hier scheint so eine Holzhaussiedlung zu sein. Das ist ein Alternativ. Ja, schön. Gibt den Farblocken Eis? Ja, klar gibt's ein Eis. Mal wieder bei unserem Lieblingsladen. Die haben so also Zitrone oder Orange und ein Eis. Eis. Was für ein Eis? Ja, ein großes Cornetto, irgendwie was Großes. Ja, so eine leichte körperliche Anstrengung merkt man mittlerweile. Ja, die Räder sehen mittlerweile ziemlich verstaubt aus. Wird alles gemacht, wenn wir wieder da sind. Ja, der grobe Durst muss erstmal gestillt werden. Wir sind am Hafen. Ich sag ja, wellig. Wir sind 11 Kilometer vom Ziel und kaufen jetzt hier in Haastrup für heute Abend ein. Habt ihr diese Kaufhauskette schon mal gesehen? Minen Koopmand. Alle Tage 7 bis 20 Uhr. Mal schauen, was wir hier so zu spekulieren bekommen. Anna geht heute wieder einkaufen. Dann wirst du keinen Stress. Morgen ist das gute Wetter vorbei. Morgen regnet's. Ja, habe ich vorhin auch gesehen. Ne? Nicht? Und hast du auch gar nichts gesagt. Habe ich gerade erst gesehen. Ah, okay. Du hast was im Zahn. Zwischen den Zähnen. Ja. Was gibt's denn heute Abend? Chips. Heute Abend gibt es Chips. So ein Pastasalat. Ja. Ready to eat. Natürlich zweimal. Okay, ja, kann man auch machen. Zweimal und Koksüber. Gut. Ja. Ich habe gerade gelesen, Shelter von 12 bis 12 des Folgetags und bis 18 Uhr muss man da sein, sonst verfällt die Buchung und jemand anders kann da frei und auch kostenlos übernachten. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Hoffnung für den letzten Tag. Ja, das hatte ich ja gemeint, ne? Dass man einfach trotzdem hinfährt. Ja, ich muss mal gucken, ob diese Regelung da auch gilt. Wenn ja, dann machen wir das vielleicht. Ne? Ja. 110 Kilometer haben wir Anne und Annes Tasche. Wobei, super praktisch. Ja, super praktisch. Es geht noch ein bisschen bergab. Auch Mario hat natürlich seinen Rucksack auf. Und wir haben noch 2,3 Kilometer. Wir sind da. Kurz noch die Streckenanimation von Svendborg bis zum Shelter. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Brennholz und unser Shelter für heute Nacht. Und, sieht das gut aus? Sieht aus. Ja, ne? Ja. Hier ein bisschen Schatten. Wir drehen jetzt eben das Outro vom Video. Ja, als wir hier am Shelter ankamen, waren wir zuerst ja, überzeugt, oder? Ne, das sah alles ganz gut aus. So, dann zwischendurch haben wir mal gedacht, ja, könnte auch besser sein, weil es ist ja dann irgendwie doch nicht so sauber und leider gibt es auch keinen Besen oder so, womit man sauber machen könnte. Das fehlt so ein bisschen. Und dann liegen da Latten im Shelter. Ja. Also ist jetzt kein Vergleich zum Shelter am Anreisetag. Der war top. Den Luxus-Shelter, weil natürlich da auch ein eigenständiges Klohäuschen mit Dusche ja dabei war. Hier Stimmt, haben wir genau. ein Plumpsklo und einen Hahn mit Wasser, aber für eine Nacht vollkommen okay. Das Plumpsklo habe ich dann jetzt auch benutzt. Ja,
das ist nicht gerade schön, aber ja, erfüllt seinen Zweck. Und beim Wasserhahn, das war dann ganz okay. Da habe ich mich dann komplett gewaschen, also nicht nur eine Katzenwäsche gemacht. Also ich habe mich komplett ausgezogen, alles gewaschen. Und beim Rücken hat mir sogar Anne dann geholfen. So habe ich das gemacht. Und Ja, sehr mutig, weil das war eiskaltes Wasser. ja. Ich habe wirklich nur Katzenwäsche gemacht. Und die Straße ist halt 5 bis 10 Meter weiter, so ein bisschen einsehbar, aber hier fährt kaum einer vorbei. Ja, das geht. Ja, und dann haben wir dann noch im Gras gelegen und dann du ein bisschen gedöst, ich mal ein bisschen gedöst. Ja, und danach sah die Welt dann schon wieder ein bisschen besser aus. Also jetzt fühlen wir uns ein bisschen wohler als ganz am Anfang. Und Genau, jetzt haben wir gerade gegessen, Salat und gleich gibt es noch ein paar Chips. Und du wolltest noch was sagen? ja, wir haben ja jetzt, das ist ja der Vorteil beim Shelter, wir brauchen ja da nur recht wenig aufbauen. Das finde ich immer ganz entspannt. Und bin auch sehr gespannt, wie wir heute Nacht schlafen, weil hier ist ja so ein Teich direkt vor unseren Augen. Und so wie das mit den Mücken heute Nacht wird oder auch heute in der Dämmerung. Ich hoffe, Antibrum wirkt. Ja. Ja, aber also die verschwinden ja wenn es dann dunkel wird. Ne? Ja. Gut, also dann berichten wir morgen davon und sagen für heute Ja, genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.